Heute zeige ich euch, wie ihr Telefonie in Close möglich macht, wie ihr es schafft, Anrufer direkt angezeigt zu bekommen, wie ihr per Knopfdruck raustelefoniert und damit im Prinzip euch die Arbeit einfacher macht und die Qualität eurer Gespräche verbessert. Vielleicht kennt ihr das. Die Telefonnummern müsst ihr immer mühsam ins Handy abtippen oder in die Software oder aufs Telefon, was ihr bei euch stehen habt. Oder ihr wisst nicht genau, wer hat wen wann angerufen. Habe ich ihn vielleicht jetzt vor 5 Minuten schon erreicht oder versucht zu erreichen oder vor 5 Stunden oder gestern, wisst aber auch nicht, wer oder was euer Kollege gemacht hat und habt auch wirklich immer Bock, jeden 3 Sekunden Anruf irgendwo zu notieren. Kann man verstehen. Und was natürlich ein großes Thema ist, wir haben jemanden am Telefon und der sagt, ja, hi, Kevin hier, ich wollte noch mal kurz mit dir darüber sprechen und du hast heute schon mit 3 Kevins gesprochen und fragst, welcher Kevin nochmal genau? Ja, wir haben doch heute Morgen erst gesprochen. Und das ist wirklich unangenehm. Solche unangenehmen Situationen können wir auch vermeiden, indem wir einfach alle Informationen über den Anrufer vor uns liegen haben oder auf dem Handy haben oder auf dem Telefon oder Voice-over-IP-Software oder entsprechend natürlich in dem CRM direkt beim eingehenden Anruf. Und ich zeige euch mal jetzt, wie wir das bewerkstelligen können. Wir gehen heute durch. Wir haben das Thema Telefonnummer verifizieren, das Thema Nummer über Close registrieren, auch das Thema Bring Your Own Carrier, wie man das so schön nennt, und wie ihr eure Close CRM Kontakte direkt aufs Handy in euer Adressbuch bekommt, sodass ihr direkt raustelefonieren könnt, wenn ihr mit einem Kunden sprechen wollt, falls ihr die Lösung über Close CRM nicht habt, aber auch wie ihr es schafft, praktisch eingehende Anrufe direkt zu identifizieren. Wenn ein Kunde eure Handynummer hat, möchte euch erreichen oder ein Lied und damit ihr auch direkt wisst, wer da dran ist. Nummer 1, Telefonnummer verifizieren. Wir haben das Thema natürlich die vorhandene Nummer als Ausgangsrufnummer zu hinterlegen. Bedeutet, wenn ihr jemanden anruft, wollt ihr natürlich, dass eure Telefonnummer erscheint und nicht irgendeine Nummer, die Close in seinem System hat. Also geht ihr hin und könnt das Dialogfenster öffnen, Voice, Phone, E-Mail, könnt eure externe Telefonnummer hinzufügen, in meinem Fall die Schweizer Nummer. Dort könnt ihr dann einfach die Nummer eingeben, auf Verify drücken, bekommt einen Anruf und müsst dann im System einen Code eingeben. Damit habt ihr jetzt Close die Verifikation gegeben, dass wenn ihr jemanden anruft, eure Nummer angezeigt wird. Und das ist schon mal eine coole Sache und das brauchen wir in der Regel für die meisten Anwendungsfälle. Nummer 2. Wir können auch direkt eine neue Nummer über Close buchen. Bedeutet, Close übernimmt für uns das Registrieren einer Nummer. Dafür müssen wir uns mit natürlich der Verifizierung, beschäftigen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass Close an die Regulierungsbehörden, die voraussetzen, dass man praktisch mit einem lokalen Wohnsitz, beispielsweise in Deutschland besonders und in der Schweiz, in UK ist das eben nicht ganz so streng zum Beispiel oder in anderen Ländern, auch tatsächlich dort einen Wohnsitz oder ein Büro haben, damit man nicht einfach in irgendeinem fremden Land Telefonnummern wild registriert. Wenn wir das gemacht haben, wir sehen hier, we need some additional information und wenn wir das gemacht haben, dann können wir eine neue Nummer registrieren, können hier vielleicht noch einen Präfix eingeben, nachdem es gefiltert wird und können dann diese Nummer registrieren. Wenn wir das gemacht haben, haben wir eine Rufnummer, über die wir raus telefonieren können und über die wir rein telefonieren können. Damit hätte man im Prinzip eine komplette Lösung, wenn wir mal von den bestehenden Nummern absehen. Und da kommt nämlich dann der nächste Punkt ins Spiel, Punkt 3, Bring Your Own Carrier. Bring Your Own Carrier heißt, du kannst deinen eigenen Telefonanbieter mit einbringen. Von der Definition her bedeutet das, wir portieren halb eine Telefonnummer. Letztlich ist es, wir telefonieren raus über die Telefonnummer, die du auch verifizieren könntest unter dem zweiten Schritt, External Numbers. Wir bekommen aber die Telefonanrufe eingehend
über den eigenen Telefonanbieter rein, machen dann eine Weiterleitung SIP-basiert, also sozusagen telefoniebasiert, und die Anrufe werden dann direkt an eine interne Rufnummer in Close weitergeleitet, sodass man dann über das interne System die Anrufe in Close halt bekommt. Das ist etwa ähnlich dem, wie man jetzt eine Weiterleitung hätte. Man könnte dann zum Beispiel auch hingehen und eine neue Nummer registrieren über Close und könnte dann die Nummer, die wir dort haben, nutzen und von unserer Hauptrufnummer dann an diese Rufnummer einfach weiterzuleiten. Damit wäre es im Prinzip auch getan. Und da kommt eben dieses Porting, Bring Your Own Carrier mit da drin, das ein paar technische Flexes benötigt. Und damit hätte man im Prinzip diese 2 Anwendungsfälle auch erschlagen. Das vierte, was wir haben, nehmen wir an, du hast jetzt deine Rufnummer verifiziert, möchtest aber die Umleitung nicht alle irgendwie bewerkstelligen, sondern du telefonierst einfach über dein Handy raus, sehr pragmatisch, oder über die Nummern, die bei euch im Büro stehen, und hast jetzt aber trotzdem das Interesse daran, dass du und auch deine anderen Sales-Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ans Telefon gehen oder auch mobil für die Kunden und Leads da sind, wissen, wer ist denn da, der anruft, oder können auch direkt schnell und einfach nachhaken. Jetzt haben wir aber das Thema, um uns wirklich auf das CRM, also egal welches, in unserem Fall natürlich Close, einlassen zu können, müssen wir das als Single Source of Truth sozusagen definieren. Bedeutet, wenn wir wirklich alle Informationen da reinstecken wollen, ohne dass wir Daten doppelt pflegen, weil dann geht immer etwas verloren, müssen wir auch die Daten wieder rausbekommen. Bedeutet, wir haben den Anspruch, alle Daten in Close einzupflegen und bekommen diese synchronisiert auf unser Handy. Das wäre der Optimalfall. Jetzt ist es allerdings so, dass Close keine Möglichkeit hat, von Haus aus die Kontakte in unser Adressbuch zu synchronisieren. Das ist leider bei den meisten CRMs so, und das führt eben dazu, dass wir meist Redundanzen haben. Das heißt, klar, du hast das CRM, aber du pflegst trotzdem dein iOS-Adressbuch. Und genau für diesen Fall haben wir eine Lösung entwickelt, die heißt Contacts Bridge. Und diese Contacts Bridge dient praktisch als Brücke zwischen deinem Close CRM und zwischen deinem lokalen Adressbuch. Das funktioniert so, indem die Daten von der Close CRM an die Bridge übertragen werden. Die Contacts Bridge leitet bzw. stellt diese dann der Adressbuch-App zur Verfügung, in diesem Fall beispielsweise Google Contacts, einfach als zentrale Stelle, wo du deine Adressbuch oder deine Kontaktdaten drin hast, und das Adressbuch wird von deinem Gerät angefunkt und zieht sich da die Kontakte runter und synchronisiert das runter. Über diese Brücke von Close zu Contacts Bridge, Adressbuch und Gerät können wir dann sicherstellen, dass wir nicht nur praktisch beim Initial einmal das synchronisieren, sondern wir können auch in Close einstellen, jedes Mal, wenn sich der Kontakt oder der Lead aktualisiert, neue Daten auf dein Gerät bekommen. Bedeutet, das zeige ich gleich auch nochmal, wenn wir das bewerkstelligt haben, können wir natürlich, klar, wenn wir es über Close CRM machen, ausgehende Telefonate darüber bewerkstelligen, indem man hier den Namen und die Firma halt sieht. Wir können aber auch, wenn du dann beispielsweise einen eingehenden Anruf bekommst und die Contacts Bridge integriert hast, dann ermöglichen, dass du den Namen siehst. Welcher Kevin? Kevin Mendrich von Mendrich Consulting GmbH. Das ist dann, und da können wir weitere Metadaten hinzufügen, ein frischer Lead vom 22.09.24 und interessiert sich für das Data Coaching 6 Monate. Damit haben wir es ermöglicht, dass du praktisch Kontakte auswählen kannst, ausgehend über das CRM, über dein Handy, aber auch eingehende Anrufer direkt erkennen kannst. Über das CRM, aber auch über dein Handy. Ja, wenn das für dich interessant ist, wenn du gerne auch tiefer mit der Telefonie in deinem CRM, in deiner Close CRM-Lösung einsteigen möchtest, Unterstützung benötigst, vielleicht auch den Power Dialer mit der ganzen Telefonie einrichten möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir unterstützen dich bei der Einrichtung von deinem Close CRM und noch vielen weiteren Optimierungen, damit du eben nicht mehr mit To-Dos am Abend lange am Rechner sitzt, deinen Sales vorbereitet für den nächsten Tag, Umsatz verschenkst mit verstaubten Leads und mit 30% Umsatz plus mit Bestandskunden rausgehst,
zusätzlich zu den vielen Workflows, die dein Neukundengeschäft noch weiter anstoßen. Ich freue mich, like dieses Video, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Video.